Aus dem FCMC. Wir haben zu Gast Ewald Lien, Rainer Karl und Sven Brooks vom FC St. Pauli. Die sind an uns herangetreten und mit dem Wunsch, dass wir uns einmal hier kurz über die aktuelle Situation auch draußen vor der Tür unterhalten. Wir haben dem Wunsch unserer Gastgeber sozusagen hier auch gerne entsprochen, weil wir finden das nach wie vor toll, wie wir hier irgendwie supported werden und möchten euch auch die Gelegenheit geben, euch hier einmal zu äußern. Erste Frage vielleicht an Sven, der uns ja auch hier schon quasi die letzten 3-4 Tage begleitet. Sven, wie hast du die Entwicklung der letzten Tage gesehen und was möchtet ihr aus Vereinsperspektive dazu sagen? Ja, wir sind ja jetzt seit einiger Zeit zusammen, nahezu Tag und Nacht, und haben die Ereignisse beinahe auch gemeinsam erlebt. Das, was seit gestern Nachmittag passiert ist, erfüllt uns mit Sorge, wie man so sagt, weil das haben wir so weder erwartet und sehen deshalb die Notwendigkeit, hier mal das eine oder andere dazu zu sagen. Wir waren selbst gestern mittendrin bei der Demonstration an der Hafenstraße. Wir haben selber das Tränengas geschmeckt, wir sind abgedrängt worden. Wir haben mitbekommen, warum die Demonstration eskaliert ist und wer das angefangen hat. Wir sind total sauer deshalb. Wir können auch die Wut der Leute verstehen, die danach andere Aktionsformen aus ihrer persönlichen Geschichte heraus starten. Wir appellieren, oder ich appelliere an die Polizei, ihre offensichtlich absolut eskalierende Taktik mal langsam zu überdenken und zurückzufahren. Nicht nur langsam, sondern äußerst schnell. Wir haben nämlich das Gefühl, es wird gerade ein bisschen unruhig, weil es genau jetzt in diesem Moment vor unserem Fenster weiterknallt. Und das ist ja nur eine Bestätigung dessen, worüber wir gerade sprechen. Wir haben keine Lust, ein zweites Genua zu erleben, also Tote im Rahmen hier von diesen Demonstrationen. Von daher der Appell an die Polizei, die eskalierende Taktik zurückzufahren. Genauso erfüllt es uns aber auch mit Sorge und auch mit Wut, wenn wir heute Morgen sehen, dass Teile der Anti-G20-Kollegen anfangen, kleine Läden anzugreifen, kleine Autos von unseren Nachbarn abzufackeln. Das ist ein absolutes No-Go. Die Viertel, die hier drumherum liegen, sind eigentlich politisch auf der Seite dieser Leute, die vollkommen zu Recht gegen G20 protestieren und da ihren Unmut äußern. Das darf aber nicht dazu führen, dass man diese Solidarität leichtfertig verspielt, indem man Autos, Läden, was weiß ich, hier von Leuten aus unserer Nachbarschaft angreift. Von daher kommt auch ihr mal bitte zur Besinnung, ist ja nur ein kleiner Teil, aber kommt mal bitte runter. Wir haben keinen Bock, ab Sonntag Begräbnisse zu planen, weil das hier die nächste Nacht oder morgen weiter eskaliert und Freunde und Kollegen zu Grabe zu tragen. Kein zweites Genua, kommt mal alle mal ein bisschen runter. Ewald, wie würdest du die Situation einschätzen, die gerade hier auf dem Vorplatz auch offensichtlich kam es ein bisschen zu Rennereien. Ja, deine Einschätzung bitte. Ja, Sven hat es gerade schon gesagt, die ganze Entwicklung erfüllt uns mit großer Sorge und für mich, für uns kann es nur darum gehen, alle Beteiligten, und damit meine ich Demonstranten und Polizisten, dazu aufzurufen, auf Gewalt und auf Gegengewalt zu verzichten. Es spielt jetzt in diesem Moment keine Rolle, wer angefangen hat, wer zuerst etwas getan hat, und dass ich das dann benutze, um mein eigenes Verhalten zu begründen. Jetzt geht es für mich nur einzig und allein darum, ein zweites Genua zu verhindern, dass es Opfer gibt. Das wäre fatal, nicht mehr gut zu machen, und das wären fürchterliche Bilder, die von diesem G20-Wochenende um die Welt gehen würden, was unserer gemeinsamen Sache überhaupt nicht dient, und deswegen rufe ich, und das sogar das Gegenteil bewirken kann, deswegen rufe ich nochmal alle Leute dazu auf, demonstriert, sagt eure Meinung, aber bitte gewaltfrei. Das Gleiche will ich gerne nochmal, weil wir auch viele Gäste haben aus anderen Ländern, kurz mal in Englisch sagen, damit die das auch mitkriegen. Ich weiß, dass auch Kollegen aus anderen Ländern da sind. Das kann ich nicht in 5 Sprachen machen. I ask all the persons involved, police and protesters, to refrain from violence and counter-violence. That's not the moment to discuss who started doing something, who first used violence, and using this fact maybe to justify your own behavior. This is only the moment, exclusively only the moment to avoid a second Genua,
to avoid that we have victims, to avoid that horrible pictures that we can never make good again, going around the world, which could cause the contrary of what everybody wants from our politicians. So protest, show your opinion, but refrain from violence. Okay, danke. Rainer, an dich noch die Frage. Ihr habt gestern als Verein auch das Stadion geöffnet, um Leuten auch noch Unterschlupf zu bieten. Wir haben eben schon den Appell der beiden gehört, sowohl an die Polizei als auch an alle anderen, die da draußen unterwegs sind. Trotzdem nochmal die Frage, vielleicht deine Sicht oder auch die Sicht des Vereins, wenn es die gibt. Es gibt ja noch andere Akteure, die da auch irgendwie in der Verantwortung stehen, nämlich diejenigen, die unter anderem auch entschieden haben, dass sowas hier mitten in der Stadt stattfindet. Sind wir jetzt an dem Punkt, dass man einfach nochmal ganz klar sagen kann, das war eigentlich irgendwie so zu erwarten, oder ist das in irgendeiner Art und Weise irgendwie jetzt besonders durch die Situation gestern, oder ja, wie würdest du das einschätzen, die Verantwortung einer dritten Partei oder diejenigen, die das hier organisieren? Also zunächst, wir haben das Stadion geöffnet, um 200 Personen nach unseren Möglichkeiten Schlafplätzen zu geben. Das nennen wir nicht Unterschlupf. Das hat sich das Vokabular hat sich schon dahin gedreht, dass wir nur noch darüber sprechen, wer sind die Aggressoren. Es wird angegriffen und verteidigt. Also das heißt, in der Situation sind wir davon ausgegangen, dass wir Leuten Übernachtungen bieten. Und wir haben heute ein Fußballturnier und dort wird Fußball gespielt und dort haben wir eine Ruhezone. Das heißt, dort ist erstmal hoffentlich normaler Betrieb und ich hoffe, dass das auch so bleiben wird. In der aktuellen Situation zu bewerten, ob der Gipfel jetzt hier richtig oder falsch war, das können wir alle später aufarbeiten. Ich glaube, entscheidend ist, auch ich bin hier zum Beispiel, das ist nicht entscheidend, aber Viertelbewohner. Ich lebe hier und aus erster Hand, auch ich habe mich versucht, an Demonstrationen anzuschließen und gestern aus erster Hand erleben müssen, wie Menschen am Boden liegen, wie Flaschen geworfen werden, und zwar nicht nur von Demonstranten, sondern auch von der anderen Seite, erstaunlicherweise, wie ich erleben musste. Es wurden Leute verletzt, es nimmt ein Ausmaß an, dass inzwischen alles wild durcheinander läuft. Wir haben hier gerade 100 Meter hinter uns Straßenschlachten und ich möchte jetzt gar nicht bewerten, ob es von links oder nach rechts fliegt, sondern das ganz Entscheidende ist, dass jetzt die Deeskalation einsetzen muss. Die Politik der Polizei muss sich ändern. Es ist offensichtlich nicht mehr, es wird nicht mehr in irgendeiner Form kontrolliert. Und da bitte ich jetzt alle Beteiligten zu überdenken, was in ihren Möglichkeiten steht, wie sie sich selbst verhalten, und kann nur appellieren, dass sich die Leute jetzt ruhig verhalten. Eine Frage noch: In den letzten Tagen oder auch mit der Entscheidung gestern, hattet ihr in irgendeiner Art und Weise irgendwie Kontakt zur Stadt, zu irgendwelchen Behörden, zum Senat, irgendwie über das, was hier rundherum passiert? Weil hier sind ja viele Aktivitäten und ich möchte auch nochmal sagen, wir finden es nach wie vor ja auch super, dass ihr uns hier so supportet habt und alle umliegenden Aktivitäten wie Fußballturnier oder auch Kochen unter der Gegengrade, ja, zeigt ja wieder mal, dass obwohl es jetzt irgendwie eigentlich gar nicht zur Sache tut, dass Fußball und Politik ja doch was miteinander zu tun haben. Aber nochmal zurück zur Frage, habt ihr irgendwie einen Kontakt gehabt zur Stadt in irgendeiner Form? Wir sind ständig in Kontakt mit der offiziellen Seite. Es war schon vorher so, das ist jetzt auch so und das wird später auch noch so sein. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also wir versuchen einfach im Einvernehmen mit allen hier die Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir haben, aber wir versuchen das natürlich in einer Weise, dass wir nicht zur Gewalt beitragen in jeder Hinsicht, denn das tun wir auch nicht. Bei uns auch die Camps, das möchte ich mal ganz deutlich sagen, die sind belegt mit Menschen, die sich absolut friedlich verhalten, von denen keine Gefahren ausgehen. Hier werden keine Anschläge geplant oder irgendetwas. Im Gegenteil, es fiel mir das Wort, dass 30 Hippie-Mädchen da sind. Also da ist wirklich alles ruhig und das vielleicht auch als Botschaft, man kann die Sachen immer von zwei Seiten betrachten, also bleibt ruhig und bleibt vor allem ruhig, auch wenn hier irgendwann die Nacht anbricht. Okay, in diesem Sinne,
gibt es vielleicht auch gar nicht weiter wirklich was hinzuzufügen. Das hoffen wir alle auch. Wir werden gucken, wie sich die Nacht und der morgige Tag mit der Großdemonstration, die hier nicht nebenan auf dem Heiligen Geistfeld enden wird, sondern ja, wer weiß, wer kann das heute schon sagen, wo sie stattfindet oder überhaupt endet. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an euch und wir gucken mal weiter, was draußen los ist, falls uns das noch möglich ist.